Heute geht es um das Thema Nahrungsmittelunverträglichkeiten unter dem Oberbegriff Saft- und kraftlos. Eine Nahrungsmittelunverträglichkeit ist etwas anderes als eine Nahrungsmittelallergie. Eine Allergie ist in der Regel definiert als eine Sofortreaktion. Das heißt, Sie beißen irgendwo rein in einen Apfel und merken sofort, da zieht sich alles zusammen oder es schwillt zu oder sonst wie was. Dann wissen Sie, okay, das vertrage ich nicht. Nun kann es natürlich sein, dass Sie in einem rohen Apfel ein Problem haben, aber mit Apfelmus nicht. Das liegt daran, dass durch das Erhitzen bestimmte Allergene, die eben hitzelabil im Gegensatz zu stabil sind, kaputt sind und dass Sie dann diese Frucht vertragen. So muss man eben immer unterscheiden, ist es eine nur auf die rohe Frucht bezogene Geschichte oder generell auf diese Frucht oder dieses Lebensmittel bezogene Reaktion. Wo wir schon mal zwischen roh und gedünstet unterscheiden, gibt es eben auch so etwas wie Lektine, die im gedünsteten Zustand, zum Beispiel bei Gemüse, dann eigentlich kaputt sein sollten und auch eine eigenständige Unverträglichkeitsgruppe sein können. Und es geht darum, dass die Pflanzen natürlich etwas tun, um sich vor ihren Fraßfeinden zu schützen. Und damit diese Fraßfeinde aufhören zu fressen, müssen sie irgendetwas tun, was den Fressenden den Appetit verdirbt. Und das sind in der Regel Verdauungsenzym-Hemmstoffe. Und so kann es sein, dass Ihre Verdauungsenzyme durch die Rohkost in ihrer Funktion gehemmt werden und Sie dann durch Nachverdauung, durch Ihre Darmbakterien mit gefühlter Unverträglichkeit wie stinkenden Gasen, also vor allen Dingen Flatulenzen, also Blähungen oder eben auch Durchfall reagieren. Da sollten Sie einfach schon mal schauen, gibt es für Sie einen Unterschied zwischen roh oder gedünstet. Wenn ich Nahrungsmittelunverträglichkeiten habe und es nicht so einfach herausfinden kann wie jetzt, sondern mal vertrage ich es und mal vertrage ich es nicht, muss es etwas damit zu tun haben, was möglicherweise sonst noch auf dem Teller lag oder Sie im Laufe des Tages so zu sich genommen haben. Wenn Sie also, sagen wir mal, 3 verschiedene Lebensmittel haben, die Sie nicht so gut vertragen, dann würden Sie, wenn Sie nur eins davon essen, an diesem Tag wahrscheinlich beschwerdefrei durchs Leben gehen. Da Sie aber alle 3 essen, haben Sie sozusagen das Kompensationssystem, was hier eine Pufferkapazität hat, überschritten und batsch, ist sozusagen der Stoßdämpfer durchgedrückt und Sie haben ein Symptom entwickelt. Wir sprechen also von subklinisch zu klinischer Symptomatik. Und da das manchmal sehr verzögert auftritt, also bis zu 72 Stunden danach, fragt man sich natürlich, womit kann ich das laborchemisch herausfinden? Da gibt es die sogenannte IgG1-3-Komponente und die IgG4-Komponente. Von der IgG heißt Immunglobulin G, hat etwas mit Gedächtnisglobulin zu tun, also da vergisst der Körper nicht so schnell. IgG1-3 ist also dafür da, dass der Körper gerade im Begriff ist, darauf entzündlich zu reagieren. Und IgG4 ist bereits die Gegenregulation im Sinne einer Hyposensibilisierung, also genau das, was man erwartet, wenn Sie zum Beispiel mit einer Pollenallergie in eine Hyposensibilisierungstherapie gehen und dann soll IgG4 gebildet werden, damit IgE, was zu einer Sofortreaktion führt, möglichst nicht zum Tragen kommt. Demzufolge sind die Allergologen auch der Meinung, dass IgG4 eine völlig normale Reaktion ist und dass es gut ist, dass man das hat. Darüber kann man zumindest zum Teil geteilter Meinung sein, denn auch wenn Sie eine Hyposensibilisierung durchlaufen haben und Sie einen guten IgG4-Spiegel haben, wird Ihnen der Allergologe niemals sagen, Sie können nun bedenkenlos Ihre Nase in den Pollen oder wogegen auch immer Sie allergisch waren, Wespen, Bienengift, sonst wie was, halten, weil jetzt sind Sie geschützt, denn Sie haben ja genügend IgG4. Sondern er wird immer sagen, seien Sie vorsichtig, Sie können immer noch darauf reagieren. Und genau das möchte ich Ihnen, wenn Sie so einen Test gemacht haben, auch mit auf den Weg geben. Sie werden deswegen nicht tot umfallen, sind Sie ja bisher auch nicht, denn es kommt ja verzögert und unterschiedlich und Sie können es nicht richtig einsortieren, aber es schränkt doch erheblich Ihre Lebensqualität ein. Und wenn Sie dann wissen, worauf Sie reagieren, dann können Sie nach einer gewissen Karenz, in der sich also das System beruhigen soll, rotierend, also nicht 3 auffällige Sachen an einem Tag, sondern vielleicht nur eine, von den Sachen, die Sie so gerne essen, denn der Allergiker liebt ja sein Allergen, zu sich nehmen und dafür die Chance wahrnehmen, dass sich Ihr Geschmackssinn und Ihre
Nahrungsmittelvielfalt um Dinge erweitert, die sie bisher noch nie gegessen haben und sie ganz neue Geschmackserlebnisse erfahren können. Es gibt noch einen weiteren Test. Wenn man sich nämlich zum Beispiel mit dem angeborenen Immunsystem beschäftigt, dann geht es hauptsächlich um die Reaktion der neutrophilen Granulozyten und der eosinophilen Granulozyten im Kontakt zu Lebensmitteln oder auch zu Lebensmittelzusätzen. Man kann da sehr gut unterscheiden zwischen dem eigentlichen Lebensmittel, zwischen dem Zusatz, zwischen den Restbeständen wie zum Beispiel Pestizidrückständen, und man kann auch bei der Kräuter- und Gewürzecke oder Functional Food heißt es ja teilweise auch, schauen, ob eigentlich nur in Spuren vorhandene Substanzen, die sich auch von Zubereitungsart zu Zubereitungsart eines Gerichtes unterscheiden, herausfinden, inwieweit man darauf eine Reaktion hat. Nehmen wir mal an, Sie würden also ein Menü essen. Da kommt dann zum Beispiel eine Suppe vorweg und das eine Mal ist sie mit Petersilienwurzel gemacht und das andere Mal ist sie mit Sellerie gemacht. In dem einen Fall vertragen Sie sie vielleicht, in dem anderen Fall vertragen Sie sie nicht. Sie schmeckt aber jedes Mal gleich. Und mal sind zum Beispiel Hefeextrakte mit drin und mal nicht. Also haben Sie unterschiedlichste Einflüsse, die es zu erfassen gilt und wofür man gerne ein Testverfahren hätte. Und so ein Testverfahren gibt es. Man spricht da über den sogenannten ALCAT-Test. Und das wäre eine Variante, die vielleicht für diejenigen, die auch im Antikörpertests überhaupt nichts finden, einen Schritt weiter gehen wollen, um für sich zu schauen, was das angeborene Immunsystem denn so mit ihnen macht. Das Schöne daran ist, bis auf wenige vermutlich angeborene Immunreaktionen, ist hier nach einer 4-monatigen Karenz diese Sensibilisierung tatsächlich weg. Und jetzt habe ich noch einen für Sie. Wenn Sie die basophilen Granulozyten mal betrachten, dann setzen diese basophilen Granulozyten Histamin frei. Und es gibt genügend Fälle, wo Sie jedes Mal sagen können, ich esse dieses Lebensmittel oder ich esse auch dieses Medikament oder ich esse dieses Nahrungsergänzungsmittel, von dem so viele tolle Eigenschaften beschrieben sind, aber ich vertrage es nicht. Und der IgE-Test ist absolut unauffällig. Und auch im ALCAT-Test finden Sie nichts. Dann kann es sein, dass im basophilen Degranulationstest man sehr gut zeigen kann, wie stark Sie auf diese Substanz reagieren. Und das, wo man Ihnen immer ständig sagt, das stimmt nicht, das ist psychisch, wirklich laborchemisch objektivieren und Sie auch in diesen Punkten rehabilitieren. Und wenn Sie sich dann nochmal daran erinnern, dass ich schon mal über den Rantes-Wert gesprochen habe in einer vorhergehenden Sitzung, dann kann man, wenn man diesen unentdeckten Rantes-Signalprotein freisetzenden Prozess überwiegend im Kieferknochen hat, darüber eine Sensibilisierung der basophilen Granulozyten bekommen und das erklärt dann den Unterschied, warum andere, die diese Problematik des Rantes-Wertes nicht haben, auch stabilere basophile Granulozyten besitzen. Ich fasse also mal zusammen. Eine Nahrungsmittelunverträglichkeit ist keine Allergie. Ein negativer Antikörpertest heißt nicht, dass Sie spinnen, sondern man könnte im ALCAT-Test oder im basophilen Degranulationstest zeigen, dass Sie recht haben. Es könnte eine Histaminunverträglichkeit dahinter stecken, die eine Pseudoallergie demonstriert. Und es hängt natürlich auch immer davon ab, wie Sie verdauen. Also vielleicht arbeitet die Bauchspeicheldrüse nicht richtig und Sie produzieren sich irgendwelche Nachverdauungsprodukte durch die Bakterien, zum Beispiel des Dickdarms, die diese Problematiken auslösen, weil diese Bauchspeicheldrüsenfunktion vielleicht auch nur vorübergehend gehemmt wurde durch Fraßschutzenzyme von Rohkost. Na dann mal guten Appetit.